So, was geht ab, liebe Leute? Wir sind unterwegs am Norrisring zum DTM-Finale. Heute ist der Sonntag, das heißt letztes Rennen der Saison. Tobi ist auch mit am Start. Moin. Wir sind schon um 6 Uhr losgefahren, früh am Morgen. Das erste Mal dieses Jahr, dass wir hier am Start sind, ehrlich gesagt für mich. Wir haben ja unser Privat, das war ja bisher immer Werkseinsatz bis zum letzten Jahr, jetzt ist ja unser Privat. Wir kämpfen um die Meisterschaft, wir können heute noch Meister werden, sind aktuell Zweiter. Ist aber auch ein großer Abstand, ne? Vielleicht so 3 Punkte, ja. Nicht so easy. Ihr seht hier hinten, eigentlich hat sich nicht so viel verändert bei DTM. Hier hinten seht ihr immer noch die LKWs, ne? Da sind alle aufgereiht hier, richtig schön. Unsere zwei schauen sehr gut aus und das hier ist die Box. Da ist schon richtig viel Gewusel, richtig was los. Wir können jetzt gleich mal reinschauen. Jetzt seht ihr mal ein bisschen, wie es aussieht, weil es ist schon sehr geil. Ne? Es liegen GT3-Fahrzeuge und da drin schaut schon gut aus. Kommt mal mit. Das ist das Auto, das heute theoretisch noch Meister werden kann. Das ist das Auto von Kelvin van der Linde. Wir haben 4 Autos am Start, Leute. Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller, kennt man vielleicht auch noch aus den letzten Jahren DTM. Ich finde die Autos schon ultra geil aus und wir haben aber noch 2, die so ein bisschen farbtechnisch aus der Reihe tanzen. Und zwar einmal hier. Vielleicht kennt ihr ihn noch, Lukas, meinen Ex-Teamkollegen aus der Formel E. All good? All good, man? Ja? Yes. Nothing changed, huh? Nothing. 10 years the same. Das ist der alte Anzug, wie wir früher damit gefahren sind. Und das Auto hat auch die Farben. Good luck. Thanks, man. Das Auto hat auch die Farben, so wie wir früher in der Formel E, wie er quasi Meister geworden ist, hat man diese Farben und die Sponsoren übernommen. Finde ich ein super geiles Projekt. Er ist jetzt 2 Rennen als Gaststarter gefahren, so als Abschiedsgeschenk, weil er jetzt ja nicht mehr bei uns Formel E fährt. Und dann haben wir noch Sophia Flörsch, Scheffler Design auch am Start. Also 4 Autos, die am Start sind. Und jetzt ist Qualifying, deswegen Attacke. Hello everyone, we are here at the Norrisring. Are you ready for the final showdown? Only one more qualifying and one more race in the DTM season 2021. Kelvin van der Linde has just done the absolute best first sector time, 18.030, and the absolute best second sector time. So Kelvin van der Linde is on a charge here. He needs there to be no traffic in front of him. I think he's going to be okay coming out of the last corner, but this is a charge for pole position for Kelvin van der Linde. Can he do it? Is it enough? No. Second though, puts him back onto the front row of the grid. 41 thousandths of a second behind Liam Lawson. So the top 2 the champions. So Leute, es bleibt weiter spannend. Im Qualifying sind wir auf P2, aber der Meisterschaftsführende ist auf P1. Also es wird eine große Aufgabe heute. Eigentlich gibt es nur eins, das heißt gewinnen. Aber es ist echt so geil mal wieder, wenn man schaut, hier die ganzen Rennfans zu sehen. Ne? Also wir sind ja, für alle, die gar nicht wissen vielleicht, wo der Norrisring ist, wir sind in Nürnberg, Leute. Es ist ein Stadtkurs, eigentlich echt eine geile, legendäre Strecke. Ich selbst bin ja auch schon Formel 3 gefahren und oft auch das DTM-Renntaxi und kann euch echt eins sagen, es ist super geil hier zu sein. Tolle Atmosphäre, mal wieder Menschen, mal wieder Leben, Motorsport. Es macht mir echt Spaß. Also es ist schon cool, auch, dass das hier so ist und ich glaube auch schön, dass die DTM da ja, überlebt hat und weitermacht. Also eins muss ich sagen, was schon geil ist bei der neuen DTM ist, dass man halt echt die Unterschiede der Fahrzeuge erkennt. Ne? Man weiß hier, das ist ein Audi, das ist ein R8. Schaut schon auch richtig frech aus. Ich zeige euch mal das Lenkrad noch, wenn ihr das mal sehen könnt. Ne? So schaut so ein Rennlenkrad im R8 GT3 aus. Für die Fahrer ein paar Dinge zum Einstellen, Traktionskontrolle, ABS hat man hier. An sich ist das schon echt ein sehr, sehr cooles Auto. Noch eine Neuerung in der DTM-Saison ist der Reifenpartner, Leute. Das ist Michelin, auch ein Partner von mir, wie ihr wisst. Sehr, sehr cool, die hauen hier die Slicks-Reifen her. Wir sehen hier mal den Unterschied zwischen einem neuen Slick, so schaut der aus, und einem bereits angefahrenen. Da ist die Gummioberfläche schön schon verkugelt und hat ordentlich Grip. Und das Ding ist, als Rennfahrer kann ich euch eins sagen, was über all die Serien, die ich gefahren bin, immer so, dass Michelin der beste Rennreifen war. Das liegt vor allem daran, dass man nicht diesen ganzen Quatsch hat mit super stark Reifenabrieb, ne, wie in der Formel 1, du fährst 2 Runden, das Ding geht schon nicht mehr. Bei Michelin, die Rennreifen, die halten immer ewig. Das war ein bisschen ein Problem sogar hier, weil die Fahrer gesagt haben, eigentlich Boxenstopp bräuchte man gar nicht machen, wir können auch den Reifen drauf lassen. Deswegen ist es ein Pflichtboxenstopp, also man muss den Boxenstopp machen. Und ja, ich glaube, es tut der Serie auf jeden Fall sehr, sehr gut, so eine Brand wie Michelin dabei zu haben. Und wenn ihr auch Michelin fahren wollt, denn auch im Straßenverkehr sind die Reifen natürlich Bombe, dann gibt es eine Aktion mit reifendirekt.de zusammen. Wenn ihr den Code benutzt, wir blenden ihn euch ein, dann gibt es 10% auf einen Reifen eurer Wahl von Michelin. Das
Deswegen, wenn ihr da auf der Suche seid, vielleicht auch für Winterreifen, eine sehr, sehr gute Wahl. Checkt das gerne mal ab. So Leute, wir sind jetzt hier gerade auf der Startaufstellung. Ist richtig viel los, richtig geil. Felix springt hier auch rum, Felix von der Laden. Jetzt gibt es gleich noch irgendwas mit einem Motorrad. Ich weiß nicht, was genau passiert, aber ich bin Versuchskaninchen. Komm, wir gehen auf den Grip, das ist mir jetzt so verrückt. Wie war die Nahtoderfahrung? Das war super, ey. Das ist echt, ganz echt, aber das, was er gemacht hat, war noch viel schlimmer. Also Felix hatte die miesen Stunts auf jeden Fall. Boah, das Ding ist ja, du kannst ja nichts gewinnen. Du kannst nur verlieren. Ne? Nur verlieren. So, aber wir können was gewinnen und zwar auf der Rennstrecke, deswegen gehen wir jetzt mal hier zu den Autos. Komm. Das hier ist der Ferrari von Liam Lawson. Ja, Red Bull Design, das ist unser Gegner. Schaut schon ganz geil aus, also muss man fairerweise sagen. Ist jetzt auf 1, aber das Ding ist, es könnte ein Nachteil hier werden für den, weil es würde Sinn machen, wenn man stehend startet, hier zu starten. Ne? Weil man eine saubere Linie. Aber die machen ja fliegenden Start und dadurch ist eigentlich Van der Linde auf der Innenseite. Also gar nicht so durchdacht für uns aber tatsächlich gut. Komm, wir schauen mal von vorne noch an. Jetzt gibt es aber erstmal die Antwort auf die Frage, wer wird DTM? Wie sind so die letzten Minuten, wenn man jetzt als Rennfahrer jetzt steht, was denkt man da so? Ich glaube, es geht jetzt, weil der Abstand ist ein bisschen groß, man kann ja eigentlich nur gewinnen. Ich glaube, jetzt hat man eher so das Gefühl, dass man nur gewinnen kann und dass man halt was Geiles reißen kann. Deswegen glaube ich, es ist schon eine Anspannung, aber so eine positive Anspannung, glaube ich, ist ganz geil. 3 drivers. Who is it going to be? We're going to have a first-time DTM champion, whatever happens. It will be the driver of the Ferrari, the driver of the Audi, or the driver of the Mercedes. And the final round of the championship gets underway. The championship decider is go. And it's Liam Lawson with a very good start. Second place is going to be Kelvin van der Linde, but he's got Nick Cassidy coming around the outside of him. Van der Linde down the inside of the curbs. Contact between the top 3. They all go wide. And Liam Lawson and Nick Cassidy both stop. Stay where you are if that would happen. Safety cars so far. Kelvin van der Linde right on the tail then, and trying to put a lap on Maxi Götz, who's already been lapped by the top 2. And Kelvin van der Linde comes through, his tyres up to temperature, and Maxi still getting the Michelins up to race temperature. Through goes the Audi with not too many dramas. Kelvin van der Linde comes in to make his final pit stop of the season. 5-second penalty to be served during the stop, which is why they're all pulled. Now they go. And newer tyres now, are they going to be able to do it? Oh, 3 abreast as they go down the inside of Liam Lawson. What a moment that was, the top 3 of the championship. All together, there's contact with Kelvin van der Linde going to the side of Maxi Götz's Mercedes as they came out of the corner on different lines. Lucas Harris second. Oh, there's the contact. Around goes the Audi and spins, and that's it. That's the end of his championship chances, which were looking a bit slim anyway. You have to tell me where the right spot is on the track. Now he's stuck. He's stranded. Van der Linde in the Audi with a car which is not moving anywhere, plumb in the middle of the racetrack. The flag awaits, the championship title awaits Maximilian Götz as the fireworks go off. He's the 2021 DTM champion. He takes the checkered flag, he takes all 25 points, and he takes the title. Ja Leute, wir fahren jetzt nach Hause. Es war ein geiler Tag. Ich hoffe, dass auf der Heimfahrt das auch so ist, dass uns die Mercedes alle durchlassen. Schöne Grüße, herzlichen Glückwunsch trotzdem an Maxi Götz für den Titel. Leute, das hier ist übrigens mein Auto jetzt für die nächste absehbare Zeit. Aktuell ist hier noch Kennzeichen JA1896, das war ja der erste. Mein RS7 ist jetzt nämlich weg. Da wird
da passiert was noch mit. Deswegen werde ich jetzt den hier fahren. Ein unfassbar geiles Auto einfach. Ich liebe ihn so sehr. Hammermäßig, also ganz, ganz geil. Wenn wir jetzt nach Hause brettern nach Kempten, hat viel Spaß gemacht bei der DTM. Hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.